Gernot verteilt einiges Obst und die restlichen Karotten. Denn für das gemeinsame Abendessen im Hotel werden sie doch nicht benötigt. Halt fest, halt ganz fest, ganz festhalten. Noch einmal werden die Triebwerke hochgefahren. Und mit Power wird zur letzten Etappe gestartet. Lalibela. Nach dem Zusammenbruch des Reichs von Aksum entstand hier im 12. Jahrhundert das Königreich Äthiopien. Heute eher ein großes Dorf als eine Stadt, erstreckt es sich über Bergrücken und an Hängen, deren Gipfel bis über 4000 Meter reichen. Der Ort selbst liegt auf einer Höhe von etwa 2500 Meter. Typisch für die alten Häuser der Stadt sind die Tukuls, doppelstöckig und mit Steinwänden. Wo die Felswände senkrecht abfallen, sind auch bewohnte Höhlen zu sehen. Und überhaupt hat man es verstanden, sich mit den Felsen gut zu arrangieren. Auch gibt es Bezirke im Ort, die eher einen vorsintflutlichen Eindruck vermitteln. Auch heute noch sieht man Gelehrte, die wie in alter Zeit kleine Schriftrollen und Amulette mit weisen Sprüchen und heiligen Illuminationen gegen Krankheiten, den bösen Blick und allerlei Übel anfertigen. Diese Gelehrten haben eine umfassende kirchliche Ausbildung hinter sich und agieren auch als Lehrer. Dieser hier kontrolliert neben seiner Maltätigkeit gleichzeitig die 3 um ihn herum sitzenden Novizen beim Lesen der Bibelverse und korrigiert sie gegebenenfalls. Für die im 12. und 13. Jahrhundert aus dem gewachsenen Fels heraus gemeißelten Kirchen ist Lalibela weltweit bekannt geworden. Am eindrucksvollsten lässt die Bete Georgis, die Georgskirche, das grundsätzliche Element dieser felsigen Gotteshäuser erkennen. Angeblich soll dem König Lalibela, nachdem er die anderen Kirchen vollendet hatte, der heilige Georg erschienen sein, weil er keine Kirche erhalten hatte. Daraufhin ließ der König dem populären Reiterheiligen diese Kirche errichten. Ein gewundener Gang führt hinunter in den Hof. Etwa 200 Meter von diesem Kirchenkomplex entfernt befindet sich eine weitere Ansammlung von Felsenkirchen. Wenn man die Verbindungswege zwischen den eben besichtigten als abenteuerlich bezeichnen kann,
ist das in diesem zweiten Komplex ein undurchschaubares Labyrinth aus Höhlen, dunklen Felsengängen, Leitern und Löchern. Aus der schroffen Felsenschlucht wächst die Doppelkirche Bete Gabriel Raphael empor. Angeblich soll dieser Platz mit der Schlucht eine Richtstätte gewesen sein. Über eine Brücke gelangt man in die beiden kirchlichen Gewölbe. Vielleicht war dieser festungsartige Teil auch ursprünglich eine Palastanlage. Wasserstein, dann kriegst du gleich einen nassen Köter. Diese kleine, den neuen Heiligen geweihte Kirche ist an allen 4 Seiten aus dem Fels getrennt. Aber ihr Dach blieb mit der Felswand verwachsen. Im Inneren soll besonders des Nachts ein geheimnisvolles Licht zu sehen sein. Es geht über einen Holzsteg. Hinter einer bröseligen Fassade taucht ein uraltes Tor auf. Nach stockdunklen Stollen und engen Spalten steht man in einem dämmerigen Gewölbe. Felsbilder sind zu erahnen. Ein neueres Bild zeigt den heiligen Mercurius, der nicht mit sich spaßen lässt, wenn man dem Christentum den Rücken kehrt. Irgendwann taucht in dem Halbdunkel ein Loch auf, durch das man in einen verborgenen Felsenhof blickt. Mittendrin die Kirche Bete Emanuel, ganz in der Art der echten Felsenkirchen von Lalibela. Ringsrum frei gemeißelt und gut 17 mal 11 Meter im Grundriss. Die schöne strukturierte Fassade ist 11 Meter hoch. Eine perfekt ausgewogene Kirche mit vielen Details der axomitischen Baukunst. Alles per Hand aus einem riesigen Felsklotz geschlagen, modelliert und entkernt. Was für ein Aufwand! Gegenüber des Kirchenportals, aus einer Grotte in der Felswand, lassen sich religiöse Gesänge vernehmen. Dies ist offensichtlich eine zur Kapelle geweihte Höhle, in der gerade ein Gottesdienst begonnen hat. Draußen vor dem Höhleneingang hat sich jetzt eine Anzahl von Gläubigen eingefunden, um dort an der Andacht teilzunehmen. Was für eine glückliche Fügung, diesem authentischen Ritual hautnah beiwohnen zu dürfen.
Die Zeremonie erscheint wie eine archaische Andacht in uralter Zeit. Die Kirchen dienen heute neben dem religiösen Element außerdem als Treffpunkt, an dem Nachrichten ausgetauscht und Bekanntschaften gepflegt werden. Und eine Weile nach dem Ende des Gottesdienstes löst sich auch die Menschengruppe allmählich auf. Sehr ist